Hallo meine lieben Nähfreunde, ich bin Annika und heute nähen wir eine Taco-Tasche und ich habe für euch ein gratis Schnittmuster dabei. Viele von euch wissen ja, dass ich auch auf Instagram aktiv bin und dort habe ich ein Reel gepostet und dort habe ich eine Taco-Tasche genäht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe mehrere Nachrichten bekommen, wie man die näht oder wo es denn das Schnittmuster gibt. Und tatsächlich habe ich mir das irgendwie selber überlegt und zusammengefriemelt. Und da dachte ich mir so, hey, es wäre doch schön, wenn wir alle gemeinsam die Taco-Taschen nähen können. Deswegen habe ich mich mal hingesetzt und das Schnittmuster für euch designt in 4 verschiedenen Größen. Das könnt ihr euch auf knopf-nadel.de gratis runterladen. Und in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr das nähen könnt. Das Schnittmuster und auch diese Nähanleitung ist super easy. Das heißt, ihr kommt hier richtig schnell durch. Und wenn ihr Anfänger seid, ist das für euch kein Problem. Versprochen. Jetzt wollen wir aber mal schauen, was wir alles benötigen. Und das ist wirklich nicht viel. Zunächst einmal benötigst du das Schnittmuster. Das kannst du in 4 verschiedenen Größen auf www.knopf-nadel.de herunterladen. Das gibt's übrigens gratis, also schau mal vorbei und such dir die richtige Größe aus. Wenn du weißt, in welcher Größe du nähen möchtest, benötigst du jetzt das Außenmaterial. Du kannst es einfach nähen, dafür benutzt du Jelly-Vinyl, zum Beispiel das neue von Snapply, oder Kunstleder. Da brauchst du kein Inlay, zumindest nicht dringend. Und kannst auch noch Labels aufnähen oder du nähst aus Softshell und nähst dann mit einem Webware-Inlay. Auch das ist möglich und macht die Tasche richtig schön griffig. Wenn du aber als Außenstoff Webware nutzt, zum Beispiel dünne Webware in verschiedenen Farben, hast du hier einen richtig schönen Effekt, nämlich den, dass die Tasche innen und außen unterschiedlich aussieht. Dafür nutze ich jetzt hier aber noch eine Fließeinlage, um das Ganze ein bisschen standhafter zu machen. Als nächstes benötigst du noch Reißverschlüsse. Wie lang der sein muss, habe ich dir auf jedes Schnittmuster einzeln aufgeschrieben. Diese Länge beinhaltet da auch schon ein bisschen Überstand. Und ob du jetzt teilbare oder nicht teilbare Reißverschlüsse benutzt, spielt keine Rolle. Beide Varianten sind möglich. Da ich vorab sowieso den Zipper einfädel, ist es wirklich komplett egal. Jetzt kommen wir erstmal zum Zuschnitt. Ich zeige dir jetzt die Variante mit 2 verschiedenen Webwarestoffen, die auch noch verstärkt werden mit Flieseline. Wie gesagt, diese Tasche kannst du mit oder ohne Inlay nähen. Ich zeige dir jetzt aber mal die volle Variante. Beim Zuschnitt musst du hier nichts beachten. Ich habe 1 cm Nahtzugabe hier schon mit eingerechnet. So kannst du alles direkt zuschneiden. Auch das Inlay kannst du direkt mit dem Schnittmuster zuschneiden. So hast du dann 2-mal Stoff, also für innen und außen, und 2-mal das Inlay. Und so wird die Tasche auch richtig standfest. Ich muss jetzt das Vlies noch aufbügeln. Ich habe hier Bügelvlies benutzt. Der Innen- und der Außenstoff sind somit jetzt gut verstärkt. Und jetzt kommen wir schon direkt zum Zipper. Da ich mich für die Tasche in der großen Variante entschieden habe, benötige ich mindestens 40 cm vom Reißverschluss. Da ich hier sowieso noch mehr über habe, habe ich jetzt 41 cm zugeschnitten, damit ich ein bisschen mehr Überstand habe und das Nähen noch ein bisschen einfacher wird. Jetzt fädle ich mir ganz einfach den Zipper ein und kann direkt loslegen. Als nächstes schneide ich mir Knipse in den Zipper. Denn so wird er in den Rundungen ein bisschen besser liegen und es wird einfacher, das zu nähen und festzustecken. Die Knipse mache ich ungefähr mit 2 cm Abstand und Achtung, nicht zu tief setzen. Jetzt kann ich den Zipper rechts auf rechts mit ein bisschen Überstand feststecken. An der Stelle, an der euer Reißverschluss beginnt, bzw. der Zipper sitzt, solltet ihr ihn nach außen stehen lassen, damit ihr euch beim Nähen nicht in die Quere kommt. Bei mir steht er jetzt links ein bisschen über. Jetzt können wir mit dem Geradstich einmal alles annähen.
Wenn du deinen Standard-Nähfuß benutzen möchtest, solltest du jetzt die Nadel nach ganz links oder nach ganz rechts stellen. So kannst du den Zipper annähen. Ich nutze aber so einen Reißverschlussfuß. Der macht das Ganze ein bisschen schmaler, bringe meine Nadel in die Standardposition und kann jetzt mit dem Nähfuß genau am Zipper langfahren. Hier seht ihr nochmal den Überstand und den Zipper, der mir mit meinem Nähfüßchen nicht in die Quere kommt. Mit dem Gradstich wird jetzt einfach der Reißverschluss fixiert. Ich nähe diesen Reißverschluss immer langsam an und gebe nicht so viel Gas, denn ich versuche mich zu konzentrieren, dass hier erstens meine Naht schön gerade wird und perfekt am Zipper lang geführt wird, damit dann am Ende auch der Zipper gerade eingenäht ist. Wenn das erledigt ist, kommt unser Inlay ins Spiel. Das lege ich jetzt rechts auf den Außenstoff und auch an den Zipper, und zwar genau von der anderen Seite. Achtung, hier müssen die Kanten genau aufeinandertreffen, damit das Endergebnis dann auch perfekt ausfällt. Jetzt können wir das Inlay auch feststecken. Erfahrene Näherinnen und Näher können diesen Schritt natürlich auslassen und direkt im ersten Schritt beides zusammennähen. Wenn ihr aber die Zeit habt oder Anfänger seid, würde ich euch empfehlen, wirklich diese beiden Schritte nacheinander zu gehen. Nur so wird euer Ergebnis wirklich perfekt, wenn ihr eben da noch ein bisschen Unsicherheiten habt. Jetzt können wir wieder rundherum annähen und haben dann auch wirklich ein gutes Ergebnis, denn hier ist die Gefahr, dass etwas verrutscht, natürlich viel geringer, da der Reißverschluss und der Außenstoff schon mit einmal verbunden sind. Falls ihr Probleme habt, den Reißverschluss zu finden, könnt ihr den ein bisschen sichtbar machen. Schaut mal, ich nutze jetzt hier meinen Schraubendreher, um ein bisschen den Stoff runterzudrücken. So sehe ich den Reißverschluss besser. Du kannst dir den aber natürlich auch mit dem Nahtauftrenner oder mit dem Finger ein bisschen sichtbarer machen, falls du da Probleme hast, dein Nähfüßchen sonst gerade daran lang zu führen. Aber eigentlich fühlst du den auch, also wenn du mit dem Finger drüber fährst, fühlst du hier auch den Reißverschluss ganz gut und kannst dann mit dem Nähfüßchen daran langfahren. Wenn du das jetzt einmal festgenäht hast, siehst du hier auch die beiden Nahtlinien. Das wird man aber später gar nicht mehr sehen. Im nächsten Schritt wird die Takotasche nach außen gewendet, so dass man wieder den Reißverschluss sehen kann. Denn wir müssen ja jetzt auch noch die andere Seite festnähen. In diesem Schritt werde ich einmal beide Sachen gleichzeitig machen. Ich nehme jetzt den Außenstoff und lege ihn an die andere Seite des Reißverschlusses. Dabei ist es sehr wichtig, auf die Kanten zu achten, damit die bündig sitzen und am Ende natürlich diese Tasche nicht verzogen ist, wenn sie fertig genäht ist. Wenn alles gut zurechtgelegt ist, kann es direkt festgesteckt werden. Ich stecke jetzt rundherum den Außenstoff rechts auf meinen Reißverschluss fest. Als nächstes nehmen wir uns den Innenstoff vor. Den legen wir jetzt auch rechts auf rechts, falten den in der Mitte und legen ihn rechts auf links auf den Reißverschluss und stecken dann einfach die Klammer noch ein bisschen um, indem wir den Innenstoff jetzt mit feststecken. In diesem Schritt werden wir beide Stoffe direkt am Reißverschluss festnähen. So sieht das aus, so ist es gesteckt. Wenn das erledigt ist, sieht unsere Tasche ja schon fast aus wie eine Tasche. An dieser Stelle schneiden wir vorsichtig die Nahtzugabe am Reißverschluss zurück. Achtung, nicht die Naht treffen. Ich empfehle hier eine Zickzackschere, so ist der Stoff direkt versäubert und es kann nichts passieren. Dann wende ich die Tasche noch auf die andere Seite, denn auch hier haben wir ja die zweite Nahtzugabe an unserer anderen Seite vom Reißverschluss und auch hier schneide ich wieder mit der Zickzackschere die Nahtzugabe zurück. Wenn das erledigt ist, müssen wir den geschlossenen Reißverschluss einmal öffnen. Dafür haben wir ja noch offene Seiten. Die mache ich mir hier ein bisschen auf und kann damit den Zipper auch noch ganz gut bewegen und den Reißverschluss ein wenig öffnen. Das hilft beim Wenden unserer Tasche, denn so haben wir ein bisschen mehr Platz. Jetzt wende ich die Tasche, also beide Stoffe kommen jetzt mal so richtig schön zum Vorschein. Und wenn das erledigt ist, schließe ich den Zipper noch mal ein bisschen, denn
der kommt jetzt ungefähr in die Mitte, damit er uns nicht stört. Die Seiten werden jetzt, wenn die Tasche auf links gedreht ist, so übereinander gelegt. Also die Ecken genau übereinander. Der Reißverschluss ist genau in der Mitte und das stecken wir jetzt einmal fest. Diese beiden Seiten werden jetzt mit einer Nahtzugabe von 1 Zentimeter geschlossen. Dabei nähen wir auch über den Reißverschluss. Das ist kein Problem. Wichtig ist natürlich, dass ihr hier eine frische Nadel benutzt. Am besten eine Universalnadel. Solltet ihr Kunstleder nehmen, eine super Universalnadel. Meistens nicht sogar zweimal über den Reißverschluss drüber, damit der wirklich perfekt fixiert ist. Einmal die offene Seite und einmal die geschlossene Seite. Jetzt ist unsere Tasche fast fertig. An den Seiten schneide ich jetzt den Reißverschluss und die Nahtzugabe zurück. Wenn euch das mit der Zickzackschere nicht so richtig gefällt, könnt ihr hier auch noch ein Schrägband benutzen, um das Ganze ein bisschen hübscher zu machen. Das würde dann innen so aussehen. Da habt ihr einen perfekten Abschluss. Jetzt könnt ihr die Tasche einmal wenden. Ich mache mir sie dafür auf. Den Reißverschluss kann man ganz gut tatsächlich auch von innen bedienen und wende sie einmal nach außen. Und schon ist eure Tasche fertig. Sie eignet sich perfekt für Stoffreste, da sie auch in einer kleinen Variante genäht werden kann. Und durch den Boden hat sie einen richtig guten Stand und auch richtig viel Platz. Diese Größe hier ist zum Beispiel perfekt, wenn man richtig viele Nähutensilien hat, also sowas wie Nahttrenner oder Stoffklammern. Die passen hier perfekt rein. Ich habe mir noch überlegt, ein Bügelbild aufzubringen. Selbst das geht noch im Nachhinein, da man die Tasche gut flach auffalten kann. Perfekt wird es natürlich, wenn man das direkt nach dem Zuschnitt erledigt. Für was benutzt ihr eure Taco-Tasche? Also, welche Größe habt ihr genäht und was tut ihr dann am Ende rein oder verschenkt ihr sie? Schreibt es mir mal bitte unbedingt unten in die Kommentare. Ich möchte wissen, was ihr da draus gemacht habt. Da man bei YouTube jetzt auf Kommentare mit Sprachnachrichten antworten kann, werde ich die ich am kreativsten finde, mit einer Sprachnachricht beantworten und ihr hört dann bald meine Stimme. Die Tasche sieht nicht nur zum Anbeißen aus, sondern sie ist auch so praktisch und halt auch so schnell genäht. Die Materialien dafür haben die meisten von euch sicher zu Hause. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Schnittmuster. Besucht mich unbedingt auf meiner Homepage und auf meinem Instagram-Kanal. Dort gibt es weiteren Wahnsinn und lustige, verrückte Videos, die meinen Content hier bei YouTube noch ergänzen. Und ach so, vergesst nicht das Abo. Viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal.